Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Shakes and Fidget, dem dritten Part des W50 Bootcamps oder auch Shakes and Fidget Bootcamps, eine Videoreihe für neue und semi-erfahrene Spieler, die euch bestmöglich auf W50 den Serverstart vorbereiten sollen. Im ersten Part haben wir darüber gesprochen, ob sich das lohnt, der Server zu spielen. Im zweiten Part haben wir darüber gesprochen, was für Vorbereitungen man treffen sollte. Und dort haben wir zum Beispiel auch ein Thema benannt, Thema Gilde. Und das ist auch Hauptthema dieses Parts hier. Hauptsächlich erstmal als Spieler, warum die Gilde wichtig ist, welche Möglichkeiten man hat, das lernen wir alles. Wenn ihr möchtet, dass ich auch über das Thema Gildenleiter nochmal einen extra Part mache, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Können wir das auch nochmal separat beleuchten. Also ich werde es aus der Member-Sicht jetzt erzählen, und für die, die es nicht wissen, warum sollte man Shakes and Fidget einer Gilde beitreten, gibt es nochmal einen kleinen Exkurs. Wir sind jetzt auf S41 bei meinem Main-Chart im Assassin. Hier bin ich in der Gilde und ich weiß gar nicht, seit wann es so ist. Prinzipiell ist dieses Fenster, wie es hier ist, seit 1-2 Jahren, glaube ich, dass die Gilden sozusagen hier ein separates Feld der Ausbauten haben. Also Ausbauten gab es schon vorher, das gab ein anderes System, das muss man jetzt nicht erklären. Das ist dafür da, dass jeder Member einer Gilde, auch der Gildenleiter, also 50 Leute, können hier für anfangs nur Gold bis Stufe 5, dann bis Stufe 10 oder höher ausbauen. Goldschatz und Lehrmeister. Und das ist relevant wichtig für jeden Spieler, denn diese Ausbauten führen dazu, dass ihr mehr Erfahrung und Gold in den Abenteuern bekommt. Ja. Diese Ausbauten werden dann noch gepaart mit den Anzahl an Raids. Wenn eine Gilde 50 Raids geschafft hat, wenn man also gemeinsam als Gilde gegen ein Monster angreift und es besiegt sozusagen, oder ein Monster-Dungeon, sagen wir es mal so, dann kriegt man auch nochmal 2% für die ersten 50 Raids. Und wenn man also quasi hier 50 Raids geschafft hat und hier auf Stufe 10 jeder von 50 Mitgliedern ausgebaut ist, dann hat jeder Spieler Erfahrungsbonus und Goldbonus von 200%. Und 200% bedeutet wiederum, ja, ich bin sicher, dass ich es abbrechen möchte, wenn man jetzt hier diese Abenteuer sieht, die man jetzt hier finden kann, dann gestaffelt sich diese XP halt in verschiedene Untersummen, kann man sagen. Also diese 838.000 jetzt bei dieser Quest ist die Summe von der normalen XP, die ich kriegen würde bis Abenteuer, plus dem 200% Bonus für den Lehrmeister Gilde, plus 98,68% fürs Sammeln, plus 10% durch die Runde und 10% durch die Abenteuer Archäologen Aura. Ja, das heißt, von diesen 838.000 ist ein Teil davon, und zwar der größte Teil, erheblich der größte Teil, der Ausbau der Gilde Lehrmeister. Und genauso ist es auch beim Gold. Warum? Beim Gold sind die Runen noch relevanter. Wieso habe ich nur 47% auf den Runen? Okay, da muss ich gleich mal gucken. Aber hier sind es 200%. Und das ist das Bestmögliche, was man erreichen kann in der Gilde, dass man 200% Bonus kriegt. Und 200% Bonus auf Gold und XP, das ist natürlich eine Menge. Ja, das ist richtig viel. Wenn ihr es nicht habt, müsst ihr quasi 2- bis 3-mal so viel spielen, um das Gleiche zu erreichen. Grob gesagt, ja. Also, deshalb ist die Gilde wichtig, und deshalb ist auch wichtig, dass ihr bei W50 am besten Falle gleich von Anfang an in der Gilde mitspielt. Und da fragt man sich natürlich, welche Optionen habe ich denn? Und die möchte ich euch auch mal zeigen. So, die klassischste Möglichkeit, einer Gilde beizutreten, ist das Forum. Das erreicht ihr über den Ingame-Screen. Hier gibt es eine Serverübersicht über alle internationalen Server. So würde dann bei W50, wenn er offiziell announced wird, hier auch eine Kategorie entstehen. Dann wird man zur Gildensektion geführt, und hier könnte man dann sozusagen Gilden finden, die sich hier vorgestellt haben, oder auch Spieler, die vielleicht eine Gilde suchen. An sich weiß ich gar nicht. Gucken wir mal hier bei W40. Ja, ich glaube, das wurde früher mehr genutzt, dieses Feature. Es ist auch, wie gesagt, das klassischste Feature, aber es ist möglich, da was zu finden. Nee, Microsoft Teams möchte ich jetzt nicht haben. Die andere Option ist natürlich über das Shakes and Fidget Discord. Im Discord ist es dann so, dass es
ja, für euch die Möglichkeit gibt, halt allgemein zu fragen. Gibt es Leute, die auf W50 spielen wollen? Gibt es vielleicht auch Gilden, die sich dort bilden? Es gibt ja über den offiziellen Discord auch viele Unterkategorien oder halt einen allgemeinen Chat. Da kann man natürlich das immer fragen. Es gibt auch dort ein W40-Weltfenster. Vielleicht gibt es separat für W50 dann auch sowas. Könnte ich mir vorstellen, dass das die Kollegen und Kolleginnen, ich glaube, es sind zwar alles Kollegen, aber von dem Discord hier dann auch einfügen. Da könnt ihr halt aber vor allen Dingen auch Kontakte schmieden zu vielen Spielern. Was natürlich auch möglich ist, wenn ihr jetzt auf eurem bestehenden Server in einer Gilde seid und mal in der Gilde nachfragen wollt, ob da Leute bei W50 mitspielen wollen. Ja, also da muss man jetzt auch immer ein bisschen vorsichtig sein, denn nicht jeder mag das gerne, wenn man da immer wieder fragt, weil ja klar ist, dass zum Beispiel hier auf S41 wird es vielleicht auch den einen oder anderen Spieler geben, der aufhört, weil er halt W50 spielt. Ne? Das kann passieren. Und das ist dann immer doof für die älteren Gilden. Deshalb, man kann ja mal im Chat nachfragen und sich dann sammeln, ne? Wenn ihr die Leute kennt, am besten Falle, dann ist das auch gut. Ihr könnt natürlich auch auf dem Server gerne bei anderen Gilden mal nachfragen, ne? Wenn ihr damit gute Erfahrungen gemacht habt oder hier auch Spieler kennt oder so, könnt ihr da auch gerne ja eine Nachricht schreiben. Aber wie gesagt, es sollte einmal eine Nachricht an jemanden geschrieben werden und nicht 5-mal oder 6-mal mit dem gleichen Thema. Ne? Also wenn ihr das macht, achtet da mal drauf. Und das ist also die Option, die ihr jetzt schon habt, bevor der Server ja vor allen Dingen offiziell announced wird. Also das Forum erst, wenn es offiziell announced wird, und Discord und auch natürlich Ingame habt ihr immer die Möglichkeit, Kontakte zu schmieden. Natürlich könnt ihr auch auf YouTube, via YouTube-Kommentar oder bei Twitch-Streams Nachfragen stellen, aber da muss man auch mal gucken, es sind ja in der Regel dann auch die gleichen, die das lesen oder sehen, deshalb sollte man es da auch nicht übertreiben. Und im besten Falle startet ihr im Server direkt, wenn ihr euren Char erstellt habt, in einer Gilde. Und wenn ihr Pilzer seid, gebe ich euch jetzt hier schon mal den Tipp, ich werde es zwar nochmal in einem separaten Video erwähnen, aber wenn ihr irgendwie, selbst wenn ihr nicht Pilzer seid, es ist mega sinnvoll, für 5 Euro das Starterpaket zu kaufen. Und das Ding ist, wenn das jeder aus der Gilde macht, ja, und so machen das die Top-Gilden halt auch, dann kriegt man ja 1000 Gold im ersten Paket. Und mit diesem 1000 Gold könnte man schon alleine die Ausbauten bis Stufe 5 jeweils machen. Das heißt, wenn jeder das in der Gilde macht, bevor man überhaupt eine Quest gespielt hat, könnte man schon locker 50% Goldbonus und 50% XP-Bonus haben. Wie gesagt, die guten Gilden machen das auf jeden Fall. Oder teilweise ist es eine Grundvoraussetzung, dass man diese 5 Euro gleich investiert. Na, das heißt, Paket kaufen, dann kriegt man hier ein paar Pilze, man kriegt ja ein Reittier dafür im ersten Monat, man kriegt, glaube ich, einen Lebensrang. Und dann, wie gesagt, gibt es 1000 Gold. Und dann, zack, Gilde join, Ausbauten machen, zack, 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 dann könnt ihr auch nicht abgefarmt werden. Das ist sehr, sehr praktisch, auch wenn ihr Free-to-Play-Spieler sein wollt. Das erste Paket ist so genial, das muss man sich eigentlich fast immer kaufen. Und wie gesagt, wenn das alle der Spieler machen in der Gilde, 50 Leute, das ist ja auch gut, es kann jeder gleich eingeladen werden direkt. Ja, dann startet man mit 50% Gold- und XP-Bonus im ersten Tag. Und das ist sehr fett, zumal es ja dann noch die Events gibt, die das ja auch noch erweitern. Solltet ihr jetzt trotz aller Bemühungen noch keine Gilde zu Beginn gefunden haben, dann müsst ihr nicht verzagen. Ihr könnt den Server trotzdem spielen. Der erste Tag ist meistens nicht ganz so relevant. Also die Pilzer, die ein bisschen was erreichen wollen, sollten halt 25 werden. Das kann man in der Regel mal ganz gut schaffen. Ihr könnt trotzdem auf dem Server spielen und natürlich über den Server versuchen, eine Gilde zu finden. Ne? Das heißt, wenn der Server startet, werden sich ja die ganzen Gilden bilden. Ihr könnt über Postnachrichten intern auf dem Server Nachrichten, Anfragen verschicken. Aber Vorsicht, das geht halt erst ab Stufe 10. Und deshalb empfehle ich euch dann Folgendes, wenn ihr wirklich keine Gilde gefunden haben solltet. Wenn ihr euren Char erstellt habt und wenn ihr euch dieses Starterpaket halt kaufen wollt, ich weiß gar nicht, ob ich das... Ah ne, das hat man ja nur bis Level 20. Also das hier für 4,99 im Prinzip, dieses Starterpaket kaufen wollt, dann wartet erstmal, bevor ihr das macht und checkt den Gildenfinder aus. Denn wenn ihr hier auf Gilde klickt, das ist ja auch ein Update, was ich sehr gut finde. Ich finde, man kann es noch erweitern, aber ich finde es gut. Dann werden sich irgendwo auch Gilden bilden,
die möglicherweise über den Gildenfinder suchen. Ja, das heißt, die Gilde könnt ihr dann, ich nehme mal jetzt hier die niedrigen Rang hat, vielleicht ist auch egal. Na, da könnt ihr einfach beitreten, wenn ihr die Mindestvoraussetzungen erfüllt. Und habt vielleicht eine Gilde, die trotzdem, also das ist jetzt natürlich hier ein alter Server, das ist S42, ne, ist ganz klar. So viel wird es vielleicht nicht geben beim neuen Server gleich, aber ihr habt dann trotzdem hier irgendwo Erfahrungsbonus, ja, und lass es 20% sein und 20% Gold oder so. Bevor ihr selber eure Alu spielt ohne Gilde, nutzt lieber den Gildenfinder. Das wird sich sicherlich im Laufe des Abends, späten Nachmittags, abends was ergeben, dass da jemand über den Gildenfinder auch Plätze vorausgibt und nutzt den Bonus, der halt da ist. Selbst wenn es nur 5% sind. 5% ist besser als gar nichts. Und wenn ihr zufrieden seid und sagt, okay, es kann losgehen, dann spielt in der Gilde mit den Ausbauten, die dort da sind, eure Alu, aber kauft euch vorher halt dann, wenn ihr es machen wollt, das Paket, zack, 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 holt euch die 1000 Gold und macht auch hier die Ausbauten dann bis auf Stufe 5 mindestens, ja, also nutzt das 1000 Gold. Es ist nicht schlimm, wenn ihr in einer anderen Gilde diese Ausbauten hier macht, denn wenn ihr die Gilde verlasst, bleiben die Ausbauten. Das sind eure persönlichen Ausbauten, die nehmt ihr dann auch mit in eine möglicherweise bessere Gilde, denn wenn ihr dann Level 10 erreicht habt und die Gilde natürlich hier sich nicht weiterentwickelt, ja, das ist klar, dass sie dann über die Ehrenhalle versucht, bei besseren Gilden vielleicht mal nachzufragen, und dann kriegt ihr in der Regel noch am ersten Tag wahrscheinlich auch einen Platz in einer ordentlichen Gilde erstmal, ja. Und ja, ihr könnt dann auch mit euren Ausbauten werben, weil ihr 5 und 5 mindestens ausgebaut habt. Und dann geht's weiter. Und das ist eigentlich im Prinzip alles, was man als Spieler wissen muss. Die Gilden, natürlich ist es immer nice, wenn ihr eine Gilde findet, wo ihr dann auch bleiben könnt. Es wird immer bei Shakes and Fidget da auch der Fall sein, dass es vielleicht nicht funktioniert oder andere Leute die Gilde verlassen plötzlicherweise, aber ja, wenn ihr eine Gilde habt und das dann wirklich über ein Jahr, über 2, über 3 dort mitspielen könnt, dann ist natürlich auch ganz nice. Aber spielt definitiv nicht ohne Gilde, aber verzagt auch nicht, wenn ihr noch nicht zum Serverstart direkt eine Gilde gefunden habt, denn da habt ihr auch gesehen, gibt es andere Möglichkeiten. Und wie gesagt, der erste Tag ist auch für Pilzer jetzt nicht so relevant. Da ist eher Tag 2, Tag 3 mehr relevant als das. Und deshalb hat man da auch genügend Zeit, um sein restliches Pensum zu erledigen. Und was man da vielleicht noch so machen muss am ersten Tag, gegebenenfalls am zweiten, am dritten, das versuche ich auch noch mal in einem extra Videos zu bringen zum W50 Bootcamp. Ich hoffe, ihr habt alles soweit verstanden. Wenn es Fragen gibt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ich habe auch gesagt, wenn ihr noch mal wollt, dass ich als Gildenleiter möglicherweise das Thema noch mal anspreche, zum Serverstart, vielleicht auch für W50, dann ja, gebt mir da mal ein Feedback, dann versuche ich das auch nochmal separat zu bringen. Und ja, ich denke, das war es erstmal soweit. Gilde, Toppi-Top. Ja, aber wie gesagt, für viele war es auch klar, aber wir machen hier halt alles, ne? Wir beleuchten alle Seiten, ja, auch die nicht so viel Erfahrung haben in dem Spiel. Ja, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Wenn ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, schaut sie euch auf jeden Fall an. Die sind sicherlich irgendwo in der Videobeschreibung oder in meiner Guide-Playlist verlinkt. Das war's dann erstmal von mir. Haut rein, Leute, macht Tschüss und Servus. Euer Basti, live vom W50 Bootcamp.